Lektion 1. Verschiedene Reisen von Einwanderern verfolgen. Hey Anna, ich habe gerade über die Geschichte der Einwanderung in verschiedene Länder gelesen. Es ist wirklich faszinierendes Zeug. Oh, das ist ein großartiges Thema. Einwanderung hat im Laufe der Geschichte sicherlich die Kulturlandschaften vieler Nationen geprägt. Absolut. Wussten Sie zum Beispiel, dass viele bekannte Familiennamen in Großbritannien auf die normannische Invasion von 1066 zurückgeführt werden können? Wirklich. Mir war nicht bewusst, dass so viele Familien Wurzeln haben, die so weit zurückreichen. Über welche Art von Nachnamen sprechen wir? Nun, Namen wie Fitzpatrick, Fitzjohn und Fitzroy, sie alle weisen auf normannisch-französische Vorfahren hin, seit Wilhelm der Eroberer nach Großbritannien kam. Wow, das ist so interessant. Ich wusste nie, woher solche Namen stammen. Es ist erstaunlich, wie Einwanderung ein so bleibendes Erbe hinterlassen kann. Definitiv. Und es ist nicht nur das Vereinigte Königreich, die Einwanderung hat auch eine große Rolle bei der Gestaltung der Identität anderer Länder gespielt. Das ist ein gutes Argument. In Australien zum Beispiel haben viele der bekanntesten Familien tatsächlich Wurzeln in anderen Teilen der Welt. Wirklich? Das war mir nicht bewusst. Was sind einige Beispiele für Einwanderergruppen, die in Australien großen Einfluss hatten? Nun, viele der frühen europäischen Siedler in Australien waren tatsächlich Sträflinge, die im 18. und 19. Jahrhundert aus Großbritannien transportiert wurden. Ah, ich verstehe. Also wurden diese erzwungenen Einwanderer schließlich Teil des Fundaments der australischen Gesellschaft. Genau. Und später gab es auch große Einwanderungswellen aus Ländern wie Griechenland, Italien und Osteuropa. Faszinierend. Es zeigt nur, wie vielfältig und multikulturell die Herkunft der Bevölkerung eines Landes sein kann. Definitiv. Einwanderung ist ein so komplexer und faszinierender Teil der Weltgeschichte. Es gibt immer mehr zu lernen. Ich stimme zu. Das war eine wirklich interessante Diskussion. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie sehr die Einwanderung die Welt um uns herum geprägt hat. Lektion 2. Die nächsten Schritte im Einstellungsprozess steuern. Hallo Anna, ich wollte mit dir über die nächsten Schritte im Einstellungsprozess für die Stelle sprechen, die wir besprochen haben. Ah ja, die Stellenausschreibung, für die Sie sich beworben haben. Ich freue mich, Ihnen weitere Informationen darüber geben zu können, was Sie in Zukunft erwartet. Toll, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Ich bin begierig darauf, die Dinge voranzubringen. Absolut. Lassen Sie mich die nächsten Stufen für Sie aufschlüsseln. Zunächst vereinbaren wir eine Telefonvorführung mit dem Personalchef. Eine Telefonvorführung, verstanden. Und was kann ich von diesem ersten Gespräch erwarten? Das Hauptziel besteht darin, dass der Manager Sie besser kennenlernt und Ihre Qualifikationen für die Rolle einschätzt. Okay, das macht Sinn. Sollte ich etwas Spezielles für das Telefoninterview vorbereiten? Ja, ich würde empfehlen, Ihren Lebenslauf griffbereit zu haben und bereit zu sein, Ihre relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen zu besprechen. Toll, das ist wirklich hilfreich zu wissen. Was passiert, wenn ich die Telefonüberprüfung erfolgreich überstehe? Gute Frage. Wenn der Manager beeindruckt ist, wäre der nächste Schritt ein persönliches Interview, wahrscheinlich mit dem gesamten Einstellungsteam. Ich verstehe,
ein persönliches Interview mit dem Team. Was sollte ich für diesen Teil des Prozesses erwarten? Für den persönlichen Besuch können Sie eine eingehendere Diskussion Ihres Hintergrunds sowie einige mögliche Kompetenzbewertungen erwarten. Bewertungen der Fähigkeiten, verstanden. Gibt es etwas Spezielles, das ich zu dem Interview mitbringen sollte? Ich würde vorschlagen, Kopien Ihres Lebenslaufs sowie alle relevanten Arbeitsproben oder Portfoliostücke mitzubringen. Hervorragend, das ist wirklich hilfreich zu wissen. Und was ist der typische Zeitplan für die nächsten Phasen? Nun, der Personalchef wird sein Bestes tun, um die Dinge effizient voranzutreiben. Aber ich würde empfehlen, vom Telefonbildschirm bis zum persönlichen Gespräch 2 bis 3 Wochen abzuwarten. Okay, das gibt mir ein gutes Gefühl für das Tempo. Und nach dem persönlichen Gespräch, was ist der letzte Schritt? Die letzte Phase wären alle weiteren Interviews oder Bewertungen, gefolgt von der Einstellungsentscheidung und dem Angebot, falls Sie ausgewählt werden. Wunderbar, das ist wirklich umfassend. Ich fühle mich jetzt viel besser informiert und vorbereitet. Danke, Anna. Ich freue mich, dass ich einen gründlichen Überblick über die nächsten Schritte geben konnte. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn unterwegs weitere Fragen auftauchen. Werde ich tun. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mir das zu erklären. Es ist sehr hilfreich, dieses Maß an Klarheit zu haben. Natürlich helfe ich immer gerne weiter. Viel Glück beim weiteren Verlauf des Einstellungsprozesses. Ich setze auf dich. Danke, ich schätze die Unterstützung sehr. In Ordnung, ich fühle mich motiviert und bereit, voranzukommen. Lektion 3. Planung eines unterhaltsamen Wochenendausflugs. Hey Anna, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was hältst du davon, einen kleinen Wochenendausflug für uns zu planen? Oh, ein Wochenendausflug? Das klingt unglaublich. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten in diese bezaubernde kleine Stadt fahren, die etwa 2 Stunden entfernt ist. Weißt du, der mit dem entzückenden Bed und Breakfast. Oh ja, ich kenne den Ort. Das wäre perfekt. Welche Aktivitäten hattest du für die Reise im Sinn? Ich dachte, wir könnten einen Tag damit verbringen, die örtlichen Geschäfte und Galerien zu erkunden, vielleicht sogar ein Konzert auf dem Stadtplatz zu besuchen. Das klingt genau das Richtige für uns. Und was ist dann mit neulich, irgendwelche lustigen Ideen? Nun, ich hatte gehofft, wir könnten zu diesem malerischen Aussichtspunkt wandern und ein schönes Picknick mit Aussicht genießen. Oh, ein Picknick mit Aussicht, wie romantisch. Ich liebe es. Müssen wir noch etwas anderes einplanen? Gute Frage. Wir werden wahrscheinlich etwas Bargeld für alle Geschäfte oder Restaurants mitbringen wollen, die wir besuchen. Ah ja, ausgezeichneter Punkt. Für einen Wochenendausflug ist es immer eine gute Idee, etwas Bargeld zur Hand zu haben. Absolut. Und wir sollten wahrscheinlich auch ein paar bequeme Wanderschuhe einpacken. Natürlich wollen wir nicht, dass Blasen unser Wanderabenteuer ruinieren. Sollten wir der Packliste noch etwas hinzufügen? Vielleicht ein tragbares Telefonladegerät, nur für den Fall, dass wir viele Fotos machen müssen? Und vergessen Sie natürlich nicht die Badeanzüge, falls wir ein Bad nehmen wollen. Oh, guter Anruf mit dem Telefonladegerät. Und ja, die Badeanzüge sind ein Muss.
Sie möchten keine Gelegenheit verpassen, am Wasser zu entspannen. Genau. Ich werde so aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Das wird der perfekte kleine Wochenendausflug. Ich stimme zu, es klingt absolut idyllisch. Ich kann es kaum erwarten, von unseren normalen Routinen abzuschalten und einfach die Gesellschaft des anderen zu genießen. Ich auch nicht. Das ist genau die Art von Kurzurlaub, die wir brauchen, um unsere Batterien wieder aufzuladen. Absolut. In Ordnung. Lassen Sie uns anfangen, einige der Einzelheiten festzuhalten. Wann hatten Sie für diesen Kurzurlaub im Sinn? Nun, ich dachte, vielleicht würde nächstes Wochenende für unsere beiden Zeitpläne am besten funktionieren. Perfekt, das gibt uns gerade genug Zeit, um alles in Ordnung zu bringen. Ich notiere es mir jetzt in meinem Kalender. Wunderbar. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir auf der Veranda dieses gemütlichen B&B Wein trinken. Ich auch. Und erkunden Sie die bezaubernden kleinen Geschäfte und genießen Sie die Aussicht von diesem malerischen Aussichtspunkt. Genau. In Ordnung. Lassen Sie uns anfangen, eine detailliertere Reiseroute zusammenzustellen. Ich bin bereit, diese Wochenendflucht Wirklichkeit werden zu lassen. Klingt gut für mich. Ich freue mich so auf die Planung. Das wird die perfekte kleine Reise für uns sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lass uns das machen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu erleben. Lektion 4. Den komplexen Charakter von Scrooge erkunden. Hey Anna, ich habe den Dickens-Klassiker A Christmas Carol gelesen und wollte deine Meinung zum Charakter von Scrooge hören. Oh, Scrooge, das ist faszinierend. Welche Aspekte seines Charakters fielen dir am meisten auf? Nun, ich fand es wirklich interessant, wie er diesen Archetyp des kalten, gefühllosen Geschäftsmannes darstellt, dem nur das Geschäftsergebnis wichtig ist. Ja, absolut. Scrooge ist die Quintessenz dieser Art von herzlosem, gewinnorientiertem Geschäftsmann. Genau. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sein Charakter tiefere Ebenen hat, die ihn komplexer machen. Das ist ein gutes Argument. Was sind Ihrer Meinung nach einige dieser nuancierteren Aspekte von Scrooges Persönlichkeit? Nun, man hat das Gefühl, dass ein Großteil seines Verhaltens auf tief sitzenden emotionalen Wunden oder Traumata aus seiner Vergangenheit beruht. Ah ja, die Hintergrundgeschichte, die Dickens über Scrooges einsame Kindheit und gescheiterte Beziehungen erzählt, hilft ihm wirklich, ihn zu vermenschlichen. Definitiv. Es gibt eine Traurigkeit und Bitterkeit, die von diesen Erlebnissen herrührt, auch wenn er versucht, sie unter seinem schroffen Äußeren zu begraben. Richtig, es ist fast so, als ob seine geizige Art ein Abwehrmechanismus ist, um sich vor weiteren Verletzungen und Enttäuschungen zu schützen. Genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich denke, das macht seine letztendliche Transformation umso mächtiger. Absolut. Wenn die Geister ihn zwingen, sich diesen schmerzhaften Erinnerungen und Gefühlen zu stellen, öffnet das Fenster zu seinem wahren, verwundbaren Selbst. Definitiv. Und es zeigt, dass selbst die hartgesottenste, zynischste Person immer noch die Fähigkeit zur Veränderung und Erlösung haben kann. Genau. Scrooge ist ein so komplexer, vielschichtiger Charakter.
ein Symbol für die Probleme von Materialismus und Selbstsucht, aber auch ein Beweis für die Macht von Empathie und Mitgefühl. Gut gesagt. Scrooge verkörpert wirklich die Dualität der menschlichen Erfahrung, die Fähigkeit zu Grausamkeit und Freundlichkeit. Absolut. Es ist eine zeitlose Geschichte, die nach wie vor Anklang findet, weil Scrooges Reise etwas Universelles über das Menschsein erzählt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Diese Diskussion hat meine Wertschätzung für die Tiefe und Nuance von Scrooges Charakter wirklich gestärkt. Es ist eine so reichhaltige, vielschichtige Geschichte. Ich bin so froh, dass wir es gemeinsam erkunden konnten. Dickens hat in Scrooge einen so fesselnden, facettenreichen Protagonisten geschaffen. Es gibt immer mehr zum Auspacken. Definitiv. Ich glaube, ich könnte stundenlang über die Feinheiten von Scrooges Charakter sprechen. Es gibt einfach so viel, in das man eintauchen kann. Absolut. Es ist das Kennzeichen einer wahrhaft großartigen literarischen Figur, eine, die nach wie vor fasziniert und zu Analysen und Interpretationen inspiriert. Gut gesagt. Gut, ich fühle mich inspiriert, zurückzugehen und A Christmas Carol aus einer neuen Perspektive noch einmal zu lesen. Danke für die spannende Diskussion, Anna. Lektion 5. Anpassung der Arbeitsansätze an die Teamdynamik. Hallo Anna, ich wollte deine Gedanken zur Anpassung unserer Arbeitsstile an unterschiedliche Teamdynamiken erfahren. Was ist deine Meinung dazu? Das ist eine gute Frage, John. Ich finde, dass dieser Ansatz je nach Kontext und Bedürfnissen des Teams sehr unterschiedlich sein kann. Absolut, das macht sehr viel Sinn. Können Sie mir ein Beispiel dafür geben, wie Sie Ihren Stil an unterschiedliche Teamdynamiken anpassen könnten? Klar, schauen wir mal. In einem eher kollaborativen Team, das Wert auf offene Kommunikation legt, tendiere ich dazu, engagierter und interaktiver zu sein. Das ist ein gutes Argument. Also neigst du vielleicht eher dazu, in einer solchen Umgebung Ideen mit der Gruppe zu teilen? Genau. Ich finde, dass die Förderung dieses Hin- und Her-Dialogs wirklich dazu beitragen kann, Innovation und Problemlösung voranzutreiben. Interessant. Und was ist mit einem Team, das etwas unabhängiger oder autonomer arbeitet? Gute Frage. In diesem Fall bin ich vielleicht etwas zurückhaltender und gebe klare Richtlinien und Ziele vor, gebe ihnen aber mehr Autonomie. Das macht sehr viel Sinn. Diese Unabhängigkeit und Flexibilität zu geben, sie aber trotzdem auf Kurs zu halten. Exakt. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und sich an das anzupassen, was jedes Team am dringendsten benötigt. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass sich auch der Kommunikationsstil je nach Teamdynamik ändern würde. Definitiv. Für eine autonomere Gruppe würde ich mich wahrscheinlich eher auf kurze, schriftliche Updates verlassen als auf ständige Check-ins. Das ist ein kluger Ansatz. Mikromanagement vermeiden und sie ihr Ding machen lassen. Genau. Aber für ein Team, das von dieser persönlichen Interaktion lebt, würde ich auf jeden Fall regelmäßige Treffen und Diskussionen einplanen. Gute Entscheidung. Passen Sie die Kommunikationsmethoden an das an, was für die Gruppe am besten funktioniert. Absolut. Es geht darum, flexibel zu sein und auf die individuellen Bedürfnisse jedes Teams einzugehen, mit dem sie zusammenarbeiten. Das macht absolut Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass ein solches Maß an Anpassungsfähigkeit wirklich von Vorteil wäre.
Definitiv. Die Möglichkeit, Ihren Ansatz anzupassen, ist entscheidend für die Maximierung der Produktivität und Arbeitsmoral verschiedener Teams. Einverstanden. Das ist eine wirklich wertvolle Erkenntnis, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie diese Nuancen für mich aufgeschlüsselt haben. Natürlich freue ich mich, meine Sichtweise mit Ihnen zu teilen. Die Anpassung Ihres Arbeitsstils ist eine wichtige Fähigkeit, insbesondere in den heutigen dynamischen Arbeitsumgebungen. Gut gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein viel klareres Verständnis dafür habe, wie ich das angehen soll. Das war eine wirklich hilfreiche Diskussion. Ich freue mich sehr, dass ich nützliche Hinweise geben konnte. Es ist eine Kunst, sich in verschiedenen Teamdynamiken zurechtzufinden, aber es ist wichtig, sie zu beherrschen. Absolut. In Ordnung. Ich fühle mich inspiriert, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 6. Die Kunst der Ölmalerei schätzen. Hey Anna, ich hatte gehofft, dir ein bisschen über Ölgemälde den Kopf zerbrechen zu können. Mein Freund John hat sich wirklich als Hobby dafür interessiert, und ich bin fasziniert. Oh, wie interessant. Ich würde gerne mehr über die Leidenschaft Ihres Freundes John für die Ölmalerei erfahren. Was hast du von ihm darüber gelernt? Nun, für den Anfang ist er wirklich talentiert. Er hat es sogar geschafft, ein paar seiner Stücke zu verkaufen, was ich einfach unglaublich finde. Wow, es ist unglaublich, dass er mit seinen Ölgemälden Erfolg hatte. Was ist es an dem Medium, zu dem er sich besonders hingezogen fühlt? Nach allem, was er mir erzählt hat, liebt er die satten, lebendigen Farben und die Art und Weise, wie die Farbschichten eine solche Tiefe und Textur auf der Leinwand erzeugen. Ah ja, die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft von Ölfarben ist wirklich faszinierend. Ich verstehe, warum er so verliebt in den Prozess ist. Definitiv. Und er hat sich wirklich die Zeit genommen, die Techniken zu beherrschen. Glasieren, Impasto, alla prima, alles. Es hört sich so an, als hätte er viel Hingabe und Übung investiert, um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Diese Art von Liebe zum Detail ist bei jeder künstlerischen Tätigkeit so bewundernswert. Absolut. Er hat mir sogar einige seiner Bilder gezeigt, und ich bin einfach beeindruckt von dem Grad an Realismus und Emotionen, den er einfangen kann. Das ist wunderbar. Ölmalerei kann ein so lohnendes, aber auch herausforderndes Medium sein. Die eigene Vision so anschaulich übersetzen zu können, ist eine echte Leistung. Ich stimme zu. Er erzählte mir, wie er Stunden damit verbringt, Farben akribisch zu mischen und die Farbe übereinander zu schichten, um diese lebensechten Effekte zu erzielen. Es ist erstaunlich, mit welcher Geduld und Konzentration ein überzeugendes Ölgemälde geschaffen wird. Jeder Pinselstrich muss so gewollt sein. Definitiv. Und er experimentiert auch immer mit verschiedenen Techniken und Themen. So bleibt es für ihn frisch und aufregend. Ich liebe dieses Gefühl der künstlerischen Erforschung und Entwicklung. Es spricht für seine Leidenschaft für das Handwerk und seine aufrichtige Liebe zum Prozess. Absolut. Er hat mich wirklich dazu inspiriert, die Ölmalerei auf eine ganz neue Art zu schätzen. Ich habe einen neuen Respekt vor der damit verbundenen Kunst. Das ist fantastisch. Die Möglichkeit, den Enthusiasmus und die Erkenntnisse Ihres Freundes zu teilen, hat Ihre eigene Wertschätzung für das Medium deutlich gestärkt. Das hat es wirklich. Ich wünschte fast, ich hätte diese Art von künstlerischem Talent, aber ich bin einfach beeindruckt von dem, was er zu schaffen vermag.
Nun, auch wenn Sie sich nicht gezwungen fühlen, selbst einen Pinsel in die Hand zu nehmen, ist es wunderbar, die künstlerischen Aktivitäten Ihres Freundes zu unterstützen und zu feiern. Du hast recht, ich freue mich einfach, seine Kreativität miterleben und fördern zu können. Es war wirklich lohnend zu sehen, wie er mit diesem Hobby aufblüht. Ich bin sicher, er weiß es zu schätzen, dich in seiner Ecke zu haben und ihn anzufeuern. Kreative Leidenschaften können so erfüllend sein, aber manchmal auch verwundbar. Definitiv. Ich freue mich, dass ich diese unerschütterliche Quelle der Ermutigung und Wertschätzung für die harte Arbeit sein kann, die er geleistet hat. Das ist so nett von dir, John. Die Förderung dieser kreativen Gemeinschaft und die gegenseitige Unterstützung sind wirklich von unschätzbarem Wert. Absolut. Okay, ich fühle mich inspiriert, mir seine neuesten Stücke anzusehen. Danke für das spannende Gespräch, Anna. Lektion 7. Die flüchtige Natur des Lebens umarmen. Hey Anna, ich habe neulich dieses Zitat gelesen, das mich wirklich angesprochen hat. Es geht darum, sich dem Ende des eigenen Lebens zu stellen. Oh, das ist ein schweres, aber tiefgründiges Thema. Wie lautete das Zitat, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich fragen darf? Nun, es war von Kardinal Bernardin und er sagte, es ist falsch, die kostbaren Momente seines Lebens zu verschwenden. Wow, das ist ein starkes Gefühl. Was glaubst du, meinte er damit? Ich denke, er versteht wirklich, wie flüchtig das Leben ist und wie wichtig es ist, unsere Zeit nicht als selbstverständlich zu betrachten. Ja, das sehe ich. Diese Sichtweise auf die Sterblichkeit ist so eindringlich und dringlich. Genau. Er scheint vorzuschlagen, dass wir jeden Moment, den wir haben, genießen sollten, anstatt ihn uns entgehen zu lassen. Das ist eine so kluge und ernüchternde Sichtweise. Die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Sterblichkeit kann unsere Prioritäten wirklich verändern, nicht wahr? Definitiv. Es macht dir klar, wie fragil und endlich unsere Zeit auf dieser Erde wirklich ist. Es ist eine tiefgreifende Erkenntnis. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen dazu inspirieren würde, mit mehr Absicht und Zweck zu leben. Absolut. Diese kostbaren Momente nicht zu verschwenden, wie er sagt, sondern das Beste daraus zu machen. Ja, genau. Bewusster und erfüllender auf Erfahrungen, Beziehungen und Leidenschaften eingehen. Exakt. Es ist eine gute Erinnerung daran, sich nicht im Trivialen zu verzetteln, sondern sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Definitiv. Wenn Sie sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen, können Sie das Überflüssige wirklich loswerden und sich auf Ihre Kernwerte und Prioritäten konzentrieren. Einverstanden. Und ich denke, diese Art von Perspektivenwechsel kann so wertvoll sein, selbst für diejenigen von uns, die nicht unmittelbar vor dem Tod stehen. Absolut. Wir alle können davon profitieren, über die Flüchtigkeit des Lebens nachzudenken und darüber, wie wir unsere Zeit verbringen. Definitiv. Es ermutigt uns, in unserem täglichen Leben achtsamer, präsenter und bewusster zu sein. Genau. Es ist eine ernüchternde und doch ermutigende Erkenntnis, dass wir dieses begrenzte Zeitfenster haben, also müssen wir das Beste daraus machen. Gut gesagt. Ich schätze Kardinal Bernardins Worte und die Weisheit, die sie vermitteln, sehr. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Ich auch. Es ist die Art von Einsicht, die uns wirklich dazu inspirieren kann, zielgerichteter zu leben und jeden Moment zu genießen. Absolut. In Ordnung,
Ich fühle mich inspiriert. Ich werde versuchen, diese Denkweise bewusster mit mir zu tragen. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Sich dieses Zitat zu Herzen zu nehmen, kann eine wirkungsvolle Möglichkeit sein, unserem Leben mehr Sinn und Wertschätzung zu verleihen. Definitiv. Danke, dass du das mit mir besprochen hast, Anna. Es war ein zum Nachdenken anregendes und aufschlussreiches Gespräch. Lektion 8. Zimmerservice bestellen wie ein Profi. Hey Anna, ich habe mir gerade die Speisekarte des Zimmerservice angesehen und alles klingt so köstlich. Wie gehst du normalerweise vor, wenn du beim Zimmerservice bestellst? Oh, hast du Hunger? Der Zimmerservice ist einer meiner Lieblingsvorteile, wenn ich in einem schönen Hotel übernachte. Der Schlüssel liegt darin, effizient und spezifisch mit Ihrer Bestellung umzugehen. Ah, gut zu wissen. Welche Tipps haben Sie, um eine Bestellung beim Zimmerservice aufzugeben, um die besten Ergebnisse zu erzielen? Nun, zuerst achte ich immer darauf, das Menü griffbereit zu haben und scanne es gründlich durch, um genau zu entscheiden, was ich will. Das macht Sinn. Du willst nicht herumfummeln und versuchen, es auf der Stelle herauszufinden, oder? Genau. Und wenn Sie dann anrufen, seien Sie bereit, Ihre Bestellung klar und deutlich anzugeben. Lassen Sie keinen Raum für Unklarheiten. Ich hab's. Ich sollte also die Artikelnamen, Mengen und alle Sonderwünsche parat haben. Exakt. Auf diese Weise können die Mitarbeiter ihre Bestellung schnell und präzise bearbeiten. Außerdem erhalten Sie Ihr Essen auf diese Weise schneller. Das ist ein gutes Argument. Ich kann mir vorstellen, dass Effizienz der Schlüssel zum Zimmerservice ist. Definitiv. Je schneller Sie Ihre Bestellung aufgeben können, desto eher werden Sie eine köstliche warme Mahlzeit genießen. Macht absolut Sinn. Sollte ich sonst noch etwas beachten, wenn ich eine Bestellung für den Zimmerservice aufgebe? Nun, es ist immer eine gute Idee, dem Personal ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Schließlich bringen sie das Essen direkt an deine Tür. Oh, gute Entscheidung, das möchte ich nicht vergessen. Was ist der typische Trinkgeldbetrag für den Zimmerservice? Normalerweise bezahle ich 20% der Gesamtrechnung. Es ist Ihre harte Arbeit, die Ihnen dieses leckere Essen serviert. Es ist wirklich hilfreich, das zu wissen. In Ordnung, ich fühle mich bereit, jetzt wie ein Profi zu bestellen. Wunderbar. Denken Sie daran, seien Sie höflich, spezifisch und großzügig mit Ihrem Tipp, und schon sind Sie fertig. Exzellente Beratung. Vielen Dank, Anna. Ich werde gleich meine Bestellung aufgeben. Ich bin am Verhungern. Haha, guten Appetit. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie sich das Erlebnis mit dem Zimmerservice für Sie entwickelt. Du weißt, dass ich das tun werde. In Ordnung, wünsch mir Glück, ich tauche ein. Lektion 9. Die Erforschung von Antonymen, die Bausteine der Sprache. Hey Anna, ich habe gerade über Antonyme nachgedacht und wie wichtig sie beim Aufbau des Wortschatzes sind. Was denkst du darüber, wie wichtig es ist, Gegensätze zu lernen? Oh, das ist eine gute Frage, John. Antonyme sind absolut notwendig, um eine reichhaltige, nuancierte Sprachbeherrschung zu entwickeln. Absolut. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben, wie nützlich es sein kann, Antonyme zu beherrschen? Klar, lassen Sie uns das von Ihnen erwähnte Beispiel verwenden: sauber und dreckig. Zu wissen, dass sauber das Antonym von dreckig ist der Schlüssel, um präzise Bedeutungen auszudrücken.
Das ist eine perfekte Illustration. In der Lage zu sein, das Gegenteil eines Konzepts klar zu artikulieren, ist so mächtig. Genau. Es ermöglicht Ihnen, ein viel lebendigeres und detaillierteres Bild zu zeichnen, anstatt sich auf vage Allgemeinheiten zu verlassen. Definitiv. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch hilft, Anweisungen effektiver zu kommunizieren. Absolut. Die Kenntnis von Antonymen kann Ihre Sprache klarer und eindeutiger machen. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Bedeutungsvermittlung. Das ist ein gutes Argument. Es wirkt fast wie ein Sicherheitsnetz und stellt sicher, dass Ihre Botschaft richtig interpretiert wird. Exakt. Gegensätze zu beherrschen ist wie ein Werkzeugkasten von Sprachbausteinen zur Verfügung zu haben. Ich mag diese Analogie. Es ist, als würdest du dich mit einem tieferen, nuancierteren Wortschatz ausstatten. Genau. Und es beschränkt sich nicht nur auf einfache Adjektive wie sauber und dreckig. Antonyme gibt es in allen Teilen der Sprache. Oh, gutes Argument. Wir sprechen also über Verben, Substantive, Adverbien, die ganze Bandbreite der Sprache, richtig? Definitiv. In der Lage zu sein, Antonyme für Wörter wie erhöhen, abnehmen, Anreise, Abreise, vorsichtig, rücksichtslos zu identifizieren und zu nutzen, darin liegt die wahre Macht. Das ist wirklich aufschlussreich. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art von sprachlichem Geschick von unschätzbarem Wert wäre, besonders in formellen oder beruflichen Umgebungen. Absolut. Durch die Möglichkeit, Antonyme nahtlos zu ersetzen, können Sie präziser und klarer kommunizieren. Ich fange wirklich an, die Bedeutung von Antonymen auf eine ganz neue Art und Weise zu schätzen. Das war eine faszinierende Diskussion. Ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte, etwas Licht darauf zu werfen, wie wichtig es ist, Gegensätze als Teil des Sprachenlernens zu beherrschen. Es ist ein wichtiger, aber oft übersehener Bereich. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass ich viel besser verstehe, wie Antonyme zum Aufbau eines robusten, vielseitigen Wortschatzes beitragen. Wunderbar. Es ist einer dieser grundlegenden Bausteine, die Ihre Sprachkenntnisse wirklich verbessern können, wenn sie sorgfältig angewendet werden. Gut gesagt. Gut, ich fühle mich inspiriert, tiefer in die Erforschung von Antonymen einzutauchen. Danke für das spannende Gespräch, Anna. Lektion 10. Die Vorteile der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie sehr wir uns heutzutage auf virtuelle Kommunikation verlassen. Aber glauben Sie, dass persönliche Interaktionen immer noch erhebliche Vorteile bieten? Das ist ein gutes Argument, John. Ich glaube definitiv, dass die persönliche Kommunikation einige wichtige Vorteile hat, die wir nicht übersehen sollten. Absolut. Was sind einige der Hauptvorteile, die Sie in diesen persönlichen Gesprächen sehen? Nun, zum einen ist es von unschätzbarem Wert, die Gesichtsausdrücke und die Körpersprache des anderen lesen zu können. Genau. Diese nonverbalen Hinweise können so viel mehr vermitteln als nur die Worte selbst. Exakt. Es ermöglicht uns, subtile Nuancen wahrzunehmen und die volle Bedeutung hinter dem, was jemand sagt, wirklich zu verstehen. Das ist ein gutes Argument. Es verleiht der Interaktion eine zusätzliche Ebene an Tiefe und Authentizität. Definitiv. Und ich finde, dass persönliche Kommunikation tendenziell auch ein stärkeres Gefühl von Verbundenheit und Engagement fördert. Ich stimme zu.
Es hat etwas an sich, physisch mit jemandem zusammen zu sein, das sich persönlicher und bedeutungsvoller anfühlt. Absolut. Es ist einfacher, eine Beziehung aufzubauen und sich wirklich aufeinander einzustellen, wenn sie sich im selben Raum befinden. Ganz gewiss. Außerdem finde ich, dass sich persönliche Gespräche oft dynamischer und spontaner anfühlen. Das ist eine großartige Beobachtung. Es gibt eine natürliche Hin- und Her-Energie, die bei virtuellen Interaktionen verloren gehen kann. Genau. Es ist einfacher, sich gegenseitig organisch abzuzocken und Ideen in Echtzeit zu erkunden. Definitiv. Und sie können sich wirklich gegenseitig von der Energie und dem Enthusiasmus des anderen auf eine Weise ernähren, die online schwieriger zu replizieren ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich habe das Gefühl, dass persönliche Kommunikation nur ein gewisses Maß an Lebendigkeit und Unmittelbarkeit bringt. Absolut. Persönliche Interaktionen bieten eine unbestreitbare Fülle, die sich auf einem Bildschirm nur schwer replizieren lässt. Gut gesagt. Mir hat diese Dynamik definitiv gefehlt, als ich in letzter Zeit auf virtuelle Besprechungen zurückgreifen musste. Das kann ich verstehen. Es ist leicht, die Nuancen und Synergien, die wir durch die physische Präsenz mit jemandem erhalten, für selbstverständlich zu halten. Definitiv. Aber ich nehme an, der Vorteil ist, dass virtuelle Optionen es uns ermöglicht haben, in schwierigen Zeiten in Verbindung zu bleiben. Das stimmt. Sie haben als wichtige Rettungsleine gedient, wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich war. Aber ich hoffe, wir verlieren den Wert von Angesicht zu Angesicht nicht aus den Augen. Einverstanden. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden und die einzigartigen Stärken der einzelnen Kommunikationsarten zu schätzen. Gut gesagt. Hybride Ansätze, die das Beste aus virtuellen und persönlichen Interaktionen nutzen, könnten der Optimum sein. Absolut. Die Aufrechterhaltung dieser Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in unserer zunehmend digitalen Welt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, die einzelnen Kommunikationskanäle bewusst und strategisch zu nutzen. Definitiv. In Ordnung. Das war eine wirklich aufschlussreiche Diskussion. Hier gibt es viele gute Denkanstöße. Ich bin so froh, dass du es wertvoll fandest, John. Es fasziniert mich unendlich, die Nuancen der Kommunikation zu erforschen. Das Gleiche hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir auszupacken. Es war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen liegt ganz bei mir. Ich genieße immer unseren Austausch, der zum Nachdenken anregt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals tiefer in dieses Thema eintauchen möchten. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Ich fühle mich inspiriert, einige dieser Ideen in die Praxis umzusetzen. Bis später. Lektion 11. Die Checkliste für Lebensmittel und Toilettenartikel in Angriff nehmen. Hey Anna, ich habe gerade meine Einkaufsliste für die Woche gemacht und festgestellt, dass uns auch einige Toilettenartikel ausgehen. Hast du ein paar Minuten, um mit mir die gesamte Einkaufsliste durchzugehen? Lassen Sie uns das natürlich gemeinsam angehen. Welche Art von Lebensmitteln hattest du im Sinn und welche Toilettenartikel müssen wir auch abholen? Okay, nun, für die Einkäufe dachte ich, wir brauchen das übliche frische Produkte, etwas Protein wie Hühnchen oder Fisch und vielleicht ein paar Grundnahrungsmittel, die uns ausgehen. Hört sich gut an. Und was die Toilettenartikel angeht, was hattest du im Sinn? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Shampoo und Zahnpasta auffüllen müssen, wie du schon erwähnt hast.
Definitiv die beiden. Und vielleicht ein paar andere grundlegende Dinge wie Seife, Deo und Toilettenpapier. Wir scheinen das ziemlich schnell durchzustehen. Absolut. Es ist immer gut, einen gut sortierten Vorrat an solchen Dingen des täglichen Bedarfs zu haben, nicht wahr? Absolut. Haben Sie Empfehlungen zu bestimmten Marken oder Produkten für die Toilettenartikel? Ich möchte sicherstellen, dass wir qualitativ hochwertige Sachen bekommen. Lass mich nachdenken. Was das Shampoo angeht, mag ich wirklich das organische, sulfatfreie Shampoo, das wir das letzte Mal bekommen haben. Dadurch fühlten sich meine Haare so weich und sauber an. Oh ja, ich erinnere mich an den. Okay, ich schnappe mir bestimmt noch eine Flasche davon. Was ist mit Zahnpasta? Ich bin ein großer Fan der natürlichen bleichenden Zahnpasta dieser umweltfreundlichen Marke. Es erfrischt Ihren Atem wirklich ohne all die aggressiven Chemikalien. Wunderbar, das füge ich der Liste hinzu. Und was die anderen Toilettenartikel angeht, was bevorzugst du für Seife, Deo und Toilettenpapier? Für die Seife mag ich die sanfte, feuchtigkeitsspendende Stangenseife. Und für Deo eignet sich die aluminiumfreie Variante hervorragend für mich. Was Toilettenpapier angeht, bleiben wir einfach bei der zuverlässigen Basismarke, die wir normalerweise bekommen. Klingt gut, ich habe alles notiert. Okay, was die Lebensmittel angeht, abgesehen von den frischen Produkten und Proteinen, was sollten wir noch unbedingt mitnehmen? Nun, wahrscheinlich gehen uns Dinge wie Reis, Nudeln, Bohnenkonserven, Olivenöl aus, die typischen Grundnahrungsmittel, die wir häufig verwenden. Absolut, toller Anruf. Die Küchenutensilien müssen gut gefüllt sein. Vergessen wir sonst noch etwas? Lass mich nachdenken. Oh, und wir müssen etwas frisches Brot holen, vielleicht etwas Joghurt oder Milch und alle Snacks oder Leckereien, nach denen wir uns diese Woche sehnen. Ich hab's, ich werde sicherstellen, dass ich das alles zur Liste hinzufüge. Das entwickelt sich zu einem ziemlich umfassenden Einkaufs- und Toilettenartikelangebot. Definitiv. Es ist immer besser, gründlich zu sein und nichts Wichtiges zu vergessen, weißt du? Vor allem für unsere größeren Einkaufstouren. Stimme voll und ganz zu. In Ordnung, ich glaube, ich habe alles, was wir brauchen, aufgeschrieben. Danke, dass du das mit mir durchgemacht hast, Anna. Vielen Dank, dass Sie die Liste noch einmal überprüft haben. Natürlich helfe ich gerne weiter. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass wir alle unsere Grundlagen abdecken. Gehen wir jetzt gemeinsam diesen Einkaufsbummel in Angriff. Klingt nach einem Plan. Okay, machen wir das. Ich bin bereit, den Laden mit unserer detaillierten Liste in Angriff zu nehmen. Fantastisch. Lassen Sie uns das erledigen. Das wird ein super effizienter und produktiver Einkaufsbummel. Das spüre ich. Ich fühle mich auch zuversichtlich. In Ordnung, lass uns die Einkaufsliste erobern. Lektion 12. Der ikonische Black Power Gruß bei den Olympischen Spielen 1968. Hey Anna, ich habe über den ikonischen Black Power Gruß bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt gelesen. Kennen Sie diesen historischen Moment? Ja, ich bin mir dieses starken Protestakts definitiv bewusst. Es war eine so ergreifende und trotzige Aussage dieser beiden Athleten auf der globalen Bühne. Absolut. Kannst du mich an die Einzelheiten erinnern, die hinter dem stehen, was dort passiert ist? Nun, es war während der Medaillenverleihung für den 200-Meter-Lauf. Die beiden amerikanischen Athleten Tommy Smith und John Carlos hoben ihre Fäuste mit schwarzen Handschuhen, als sie auf dem Podium standen.
Ah ja, dieses Bild ist so tief in der Geschichte verankert. Was war die Bedeutung dieser Geste? Es war ein Symbol der schwarzen Macht und des Kampfes für Bürgerrechte. Smith und Carlos gaben eine mutige Erklärung gegen rassistische Ungerechtigkeit in den Vereinigten Staaten ab. Ich verstehe. Es war also eher ein politischer Akt als nur eine Feier ihrer sportlichen Leistungen. Genau. Sie nutzten ihre Plattform als Olympioniken, um den anhaltenden Kampf für Gleichheit und Menschenrechte ins Rampenlicht zu rücken. Das erfordert viel Mut und Überzeugung, nicht wahr? In diesem Umfeld ein so starkes politisches Statement abzugeben. Definitiv. Sie wussten, dass es Gegenreaktionen geben würde, aber sie fühlten sich gezwungen, ihren Moment im Rampenlicht für etwas Größeres als sich selbst zu nutzen. Und es gab sicherlich eine starke Reaktion, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist nach ihrem Protest passiert? Ja, sie wurden sofort aus dem olympischen Dorf vertrieben und sahen sich viel Kritik und Verurteilung ausgesetzt. Aber ihre Tat fand großen Anklang bei Menschen auf der ganzen Welt. Wow, das muss für sie in dem Moment unglaublich schwer zu erleben gewesen sein. Aber es hatte eindeutig eine nachhaltige Wirkung. Absolut. Ihre trotzige Geste wurde zu einem ikonischen Bild der Bürgerrechtsbewegung. Es war ein wegweisender Moment des Protests auf der globalen Bühne. Ich verstehe, warum es als ein so mächtiger und wichtiger Teil der Geschichte der Olympischen Spiele und der Bürgerrechte angesehen wird. Der Mut dieser Athleten ist wirklich inspirierend. Definitiv. Sie setzen alles aufs Spiel, um sich Gehör zu verschaffen und die Aufmerksamkeit auf die anhaltenden Kämpfe der schwarzen Gemeinschaft zu lenken. Es ist eine großartige Erinnerung daran, wie Sportler ihre Plattform für soziale und politische Veränderungen nutzen können, auch mitten im Wettkampf. Genau. Sie haben gezeigt, dass es bei den Olympischen Spielen nicht nur um Sport geht, sie sind auch eine Bühne für starke, revolutionäre Statements. Gut gesagt. Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich bin dankbar, mehr über diesen historischen Moment erfahren zu haben. Ich auch. Es ist ein wichtiger Teil der Geschichte, den die Menschen meiner Meinung nach unbedingt verstehen müssen, insbesondere im Zusammenhang mit dem anhaltenden Kampf für Rassengerechtigkeit. Absolut. Diskussionen wie diese können wirklich dazu beitragen, diese wichtigen Ereignisse zum Leben zu erwecken und ihre bleibende Bedeutung zu würdigen. Definitiv. Danke, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast, John. Es macht mir immer Spaß, mich mit Ihnen in diese bedeutungsvollen Diskussionen zu vertiefen. Das Vergnügen liegt ganz bei mir, Anna. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein viel besseres Verständnis für den Gruß der Black Power bei den Olympischen Spielen 1968 habe. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass ich einen hilfreichen Kontext und Einblicke bieten konnte. Es ist ein inspirierender Moment, an den es sich zu erinnern und darüber nachzudenken lohnt. Einverstanden. In Ordnung. Ich fühle mich motiviert, mehr zu diesem Thema zu lesen. Nochmals vielen Dank für den tollen Chat. Lektion 13. Den Spaziergang abwägen oder ein Taxi nehmen. Hey Anna, ich versuche zu entscheiden, wie ich heute Abend am besten zu der Veranstaltung komme. Denkst du, ich sollte zu Fuß gehen oder ein Taxi nehmen? Das ist eine gute Frage. Wie weit ist der Veranstaltungsort von Ihrem Startpunkt entfernt? Laut Karte sind es nur etwa 15 bis 20 Minuten zu Fuß. Es ist also definitiv zu Fuß erreichbar.
Okay, ich verstehe. In diesem Fall würde ich wahrscheinlich empfehlen, einfach zu Fuß zu gehen, wenn Sie Zeit und Energie dafür haben. Denkst du, zu Fuß zu gehen ist die bessere Option als ein Taxi zu nehmen? Was sind die Vorteile des Gehens in dieser Situation? Nun, zum einen ist das Gehen kostenlos. Sie sparen das Geld, das Sie für eine Taxifahrt ausgeben würden. Guter Punkt. Und welche anderen Vorteile könnte es haben, zu Fuß zu gehen statt zu fahren? Es ist auch besser für die Umwelt, da Sie keine fossilen Brennstoffe verbrennen werden. Und es ist auch eine gute Übung. Ah ja, auch die Gesundheits- und Nachhaltigkeitsfaktoren sind wichtig zu berücksichtigen. Sie sprechen überzeugend für das Gehen. Genau. Sofern Sie nicht wirklich unter Zeitdruck stehen oder das Wetter schlecht ist das Gehen oft die klügere Wahl, insbesondere für eine relativ kurze Strecke. Das stimmt. Ich habe genug Zeit, um dorthin zu gelangen, und die Prognose sieht gut aus. In Ordnung, ich glaube, du hast mich überzeugt, ich werde vor, zu Fuß zu gehen. Wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden den Spaziergang genießen und erfrischt und voller Energie zur Veranstaltung kommen. Ich denke, du hast recht. Außerdem habe ich so die Möglichkeit, meinen Kopf etwas frei zu bekommen, bevor die Veranstaltung beginnt. Absolut. Ein wenig Bewegung vor der Veranstaltung und Zeit alleine können sowohl physisch als auch mental sehr vorteilhaft sein. Toller Punkt. Gut, dann bin ich bereit. Laufen heißt es. Danke, dass du mir geholfen hast, das zu durchdenken, Anna. Natürlich freue ich mich, dass ich eine hilfreiche Perspektive bieten konnte. Genießen Sie Ihren Spaziergang und haben Sie eine wundervolle Zeit auf der Veranstaltung. Das werde ich, vielen Dank. In Ordnung, Zeit, dass ich einsteige. Bis später. Hört sich gut an, pass auf dich auf. Lass mich wissen, wie die Veranstaltung danach läuft. Ich werde es tun. Bis bald. Lektion 14. Dem Ruf folgen, Spaltungen zu heilen. Hallo Anna, ich habe dieses Zitat über den Aufruf gelesen, Reparateure of the Breach zu sein und Amerika voranzubringen. Was sind deine Gedanken zu dieser Idee? Ah ja, das ist ein starkes und inspirierendes Gefühl. Ich denke, es spricht für die wichtige Rolle, die wir alle dabei spielen, die Spaltungen zu überwinden und die Einheit in unserer Gesellschaft wiederherzustellen. Definitiv. Die Sprache der Reparateure für Sicherheitslücken ist wirklich beeindruckend. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, diese Art von Verantwortung zu übernehmen? Nun, ich sehe darin einen Aufruf zum Handeln, nicht nur die Probleme und Spaltungen zu beklagen, sondern aktiv auf Versöhnung und Fortschritt hinzuarbeiten. Das ist ein gutes Argument. Es geht darum, vom bloßen Bedauern der Probleme zu konkreten Maßnahmen zu ihrer Lösung überzugehen. Genau. Es geht darum, nicht nur zu kritisieren oder zu verurteilen, sondern stattdessen die Ärmel hochzukrempeln, um die Lücken zu schließen und Lösungen zu finden. Ich mag das Framing sehr. Dadurch sind wir als Bürger in der Pflicht, proaktiv positive Veränderungen voranzutreiben. Absolut. Es geht darum, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, anstatt nur zu erwarten oder darauf zu warten, dass jemand anderes die Dinge repariert. Das findet bei mir großen Anklang. Wir alle haben die Verantwortung, zu der größeren Mission beizutragen, Amerika voranzubringen. Exakt. Und ich denke, dass es bei der Mission Amerikas, auf die sich das Zitat bezieht, in Wirklichkeit darum geht, die Kernwerte Gleichheit,
Gerechtigkeit und Einheit aufrechtzuerhalten. Ja, absolut. Wiederherstellung des gemeinsamen Ziels und der gemeinsamen Ideale, auch angesichts der Spaltung. Definitiv. Es geht darum, uns erneut den Gründungsprinzipien zu widmen, die uns als Nation vereinen sollen. Gut gesagt. Diese Vorstellung, Reparierer von Sicherheitslücken zu sein, fühlt sich wie ein wirklich ermutigender Aufruf zum Handeln an. Ich stimme zu. Es fordert uns heraus, uns zu engagieren und eine aktive Rolle bei der Behebung der Risse zu spielen, anstatt sie nur passiv zu beobachten. Genau. Es geht darum, unsere Frustration und Besorgnis in greifbare, konstruktive Bemühungen umzuwandeln. Absolut. Und ich denke, diese Art von engagierter, lösungsorientierter Denkweise ist unerlässlich, wenn wir das Land wirklich voranbringen wollen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das war eine wirklich zum Nachdenken anregende Diskussion. Viele großartige Erkenntnisse zum Nachdenken. Ich bin so froh, dass du es bedeutsam fandest, John. Zu erforschen, wie wir alle zu positiven Veränderungen beitragen können, ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Das kann ich sagen, und ich schätze es wirklich, dass Sie Ihre Sichtweise mit mir teilen. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Wunderbar, ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Denkanstöße geben konnte. Lass es mich wissen, wenn du jemals tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Zeit für mich, einige dieser Ideen in die Praxis umzusetzen. Bis bald. Lektion 15. Die Freuden selbst angebauter Produkte. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, zu Hause einen kleinen Gemüsegarten anzulegen. Was denkst du über den Anbau deiner eigenen Produkte? Oh, ich finde das eine wundervolle Idee, John. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau können so lohnend sein. Wirklich? Was sind einige der Hauptvorteile, die Sie beim Anbau Ihrer eigenen Produkte sehen? Nun, zum einen ist es eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen, verglichen mit dem ständigen Kauf von Produkten im Laden. Ah ja, das ist ein wirklich gutes Argument. Sie zu Hause anzubauen kann definitiv kostengünstiger sein. Absolut. Und Sie erhalten den zusätzlichen Vorteil, dass Sie genau wissen, was in den Anbau Ihrer Lebensmittel eingeflossen ist, ohne rätselhafte Zutaten. Das stimmt. Es ist schön, dieses Maß an Kontrolle und Transparenz über den gesamten Prozess zu haben. Definitiv. Außerdem ist es einfach so befriedigend, seinen eigenen kleinen Garten zu pflegen und ihm beim Gedeihen zuzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss wirklich erfüllend sein, die Früchte ihrer eigenen Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes zu genießen. Genau. Und die Produkte schmecken immer viel frischer und schmackhafter, wenn sie selbst angebaut werden. Das ist ein großartiger Punkt. Ich wette, Sie erhalten einen viel reichhaltigeren, lebendigeren Geschmack als im Laden. Absolut. Es gibt einfach keinen Vergleich, wenn es um Geschmack und Qualität geht. Es ist wie Tag und Nacht. Wow, du verkaufst mich wirklich von dieser Idee. Gibt es noch andere Vorteile des Anbaus eigener Produkte, über die ich Bescheid wissen sollte? Nun, es kann auch ein wirklich therapeutisches und unterhaltsames Hobby sein. Eine großartige Möglichkeit, nach draußen zu gehen, sich mit der Natur zu verbinden und aktiv zu bleiben. Ah ja, die Vorteile für die geistige und körperliche Gesundheit sind auch wichtig. Ich mag die Idee, dass es eine entspannende, produktive Aktivität ist.
Genau. Und Sie können die ganze Familie einbeziehen, was es auch zu einem unterhaltsamen, verbindenden Erlebnis macht. Das ist ein wunderbarer Punkt. Es könnte eine großartige Möglichkeit sein, die Kinder zu engagieren und ihnen beizubringen, woher ihr Essen kommt. Definitiv. Es ist eine so wertvolle Lebenskompetenz und Wertschätzung, die man der nächsten Generation vermitteln kann. Ich stimme voll und ganz zu. In Ordnung. Du hast mich total überzeugt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall überlegen, ob ich einen kleinen Hausgarten anlegen könnte. Fantastisch. Ich freue mich so für dich, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tipps oder Ratschläge benötigen, während Sie es einrichten. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir alle Vorteile zu erklären. Das war sehr hilfreich. Natürlich freue ich mich, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Gärtnern ist eine Leidenschaft von mir, daher freue ich mich immer darauf, die Freuden daran zu teilen. Ich merke es. In Ordnung. Zeit für mich, mit der Erforschung der besten Pflanzen und Techniken zu beginnen. Das wird großartig. Ich weiß, dass du einen tollen Job machen wirst. Ich kann es kaum erwarten, bald dein selbstgemachtes Kopfgeld zu sehen. Ich auch nicht. Danke nochmal, Anna. In Ordnung. Zeit einzutauchen und mit dem Pflanzen zu beginnen.